Das hier oben könnte euer Ausblick sein, wenn ihr euren Roadcar 600 auch mit Aufstelldach bestellt. Aber auch wenn ihr ihn nicht mit Aufstelldach bestellt, habt ihr ein wahnsinnig cooles Fahrzeug, 6 Meter lang, großes Heckdoppelbett, eine Terrasse überdacht mit fast 9 Quadratmetern und insgesamt einfach ein wahnsinnig günstiges Preis-Leistungs-Verhältnis. In dem Video hier stelle ich euch auf jeden Fall den Roadcar 600 mit allen Details, Höhen, Maßen und allem, was ihr wissen wollt, vor. Und am Ende gibt es auch noch einen richtigen Preis, sodass ihr wirklich wisst, was euch erwartet. Bevor wir damit loslegen, wünsche ich euch ganz viel Spaß mit ein paar ersten Eindrücken und dann schauen wir uns gleich alle Details an. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Togo Reisemobile. Wir haben festgestellt, dass wir den Roadcar 600 schon lange Zeit nicht mehr auf unserem Kanal hatten und haben gedacht, da wird es Zeit, euer Wissen mal richtig aufzufrischen und euch mit allen Details zu diesem Fahrzeug zu versorgen, weil er inzwischen auch 2 Modellwechsel hinter sich hat. Bevor wir mit dem loslegen, denkt dran, hier unter dem Kanal unter dem Video unseren Kanal zu abonnieren und dann die Glocke zu aktivieren, damit ihr auch in Zukunft ordentlich informiert seid, wenn neue Videos rauskommen, damit ihr auch wirklich kein Video verpasst, wenn wir neue Autos vorstellen. Das, was ihr seht, oder andersrum, so wie ich euch sehe, ist eigentlich die coolste Perspektive am Auto. Ich sitze hier auf meiner Küche, ich kann hier schnibbeln, ich kann hier alles machen und ich kann toll nach draußen gucken und kann sehen, wie sich der Rest meiner Familie im Schatten der Markise aufhält. Wie die Perspektive ist, gucken wir uns gleich von innen gemeinsam an. Aber wir fangen heute mal ganz woanders an und zwar gucken wir uns als erstes den Küchenblock und den Einstiegsbereich hier an. Was halt wirklich cool gelöst ist bei den Roadcar-Modellen, ist, dass der Kühlschrank hier auf der Stirnseite ist. Da gibt es ja 2 verschiedene Möglichkeiten. Entweder den Kühlschrank hier auf der einen Seite, auf beiden Seiten angeschlagen oder so wie Roadcar das macht, nur auf einer Seite angeschlagen, dafür aber sehr weit zu öffnen, sodass man auch hervorragend rankommt. Ihr habt hier oben ein richtig schönes Gefrierfach und insgesamt so ein Kühlschrank in der 100-Liter-Klasse. Das ist für so ein Fahrzeug eine richtig gute Größe. Ist ja auch ein großes Auto und so wie er hier steht mit dem Aufstelldach und allem drum und dran, ist es ja wirklich ein Fahrzeug, was richtig familientauglich ist, weil wir 2 große Doppelbetten haben. Und wenn ich 4 Personen dabei habe, brauche ich eben auch den großen Kühlschrank. Wenn ich all die Sachen, die ich da drin habe, verarbeite, habe ich hier einerseits die große Arbeitsfläche, die wirklich riesig ist. Ich habe mir hier schon mal meinen Maßband hingelegt. Wir haben alleine an Arbeitsfläche 48 mal etwas mehr als 46 cm und der gesamte Küchenblock ist 1,26 bis da hinten. Also ein großer Küchenblock, der hier im hinteren Bereich einen ganz klassischen Zweiflammenkocher hat. Der ist zugegebenermaßen jetzt nicht ganz riesig und daneben das normale Waschbecken. So eine elektronische Zündung ist inzwischen gang und gäbe und was glaube ich in jedes Fahrzeug reingehört. Von der Aufteilung des Küchenblocks ist es auf jeden Fall so, dass vorne der Kühlschrank drin ist und dann habt ihr hier hinten im Anschluss 2 große Schränke mit verschiedenen hohen Einlegeböden und daneben, jetzt stehe ich an der falschen Stelle, hier nochmal eine Besteckschublade. Insgesamt nicht unendlich viel Raum, weil der Kühlschrank eben doch viel wegnimmt. Aber das kommt vor allem daher, dass Roadcar darauf verzichtet, hier ein großes Schrankelement zu machen, weil man eben gesagt hat, mir gefällt das große Raumgefühl, was drin ist, damit ich einen freien Blick von ganz hinten nach ganz vorne und umgekehrt habe. Wenn euch sowas von der Grundidee des Grundrisses gefällt, solltet ihr euch auf jeden Fall auch von Pössl den Turbine S Plus anschauen. Das ist sozusagen das Pössl-Pendant. Und bei Westfalia gibt es mit den Modellen Amundsen 600D und Columbus 600D bzw. 601D Fahrzeuge, die eigentlich das gleiche Grundrisskonzept haben, aber da dann ganz andere Schwerpunkte setzen, andere Sitzbänke, eine Warmwasserfußbodenheizung und solche Dinge. Wir verlinken euch die Videos mal unten in der Videobeschreibung und jetzt hier oben in der Ecke auch das vom Turbine S Plus, weil das so ein bisschen wirklich das Vergleichsmodell ist und die auch in einer preislichen Liga kämpfen, weil das kann man gleich am Eingang nochmal mit sagen. Der Roadcar ist in seinem Gesamtpaket preislich das günstigste Fahrzeug, was wir mit im Programm haben. Und dafür bin ich immer wieder beeindruckt, wie viel und wie gut das Ganze ist. Gibt es denn hier auch andere Dekore, irgendwie andere Farben oder ist das... Nee, tatsächlich nicht. Der Roadcar sieht so aus, wie er hier aussieht. Das Holzdekor, die matten weißen Fronten,
das ist Roadcar und anders geht das auch nicht. Und auch der Polsterstoff, wenn wir hier einmal vorsichtig um die Ecke schauen, ist der Serienpolsterstoff, da haben wir auch keine Wahlmöglichkeiten. Wir haben schon mal ein Fahrzeug auf Leder umgepolstert, das wäre überhaupt kein Problem und da hat man dann auch alle Farbmöglichkeiten, die einem so im Kopf rumschwirren, wobei wir damals einfach schwarzes Leder ganz normal genommen haben. Das ist gar nicht so teuer, wie man denkt und wenn man da was machen will, könnt ihr gerne auf uns zukommen. Dieses Schrankelement sind 30 cm, die diesen Roadcar 600 wirklich von allen anderen Fahrzeugen, die wir im Programm haben, abheben. Jetzt werdet ihr sagen, warum 30 cm? Die Autos sind doch alle gleich lang. Ja, aber Roadcar macht hier einen echt cleveren Kniff. Und zwar haben die sich überlegt, wir haben hier ein Element, wir wollen einerseits in der Nasszelle richtig viel Raum generieren, wir brauchen aber auch einen vernünftigen Schrank. Wie lösen wir das am besten? Wir machen einfach beides. Und zwar habt ihr hier im unteren Bereich von außen einen richtig schönen Kleiderschrank, wo man gut Sachen reinhängen kann. Wenn man will, machen wir euch da ein paar Böden rein, dass man noch mehr verstauen kann. Der schluckt richtig viel. Und hier oben drüber habe ich 2 Haken, wo ich einfach Sachen aufhängen kann. Und diese Breite hier, wenn wir hier einfach mal um die Ecke in die Nasszelle gehen und ihr mal hier mit mir guckt, ich setze mich einfach mal kurz auf die Toilette, dann bin ich nicht ganz so im Bild, haben wir jetzt hier einfach einen richtig großen Tisch und dadurch, dass das da unten der Schrank ist und da drauf die Arbeitsfläche, wirkt das in der Nasszelle hier total groß, obwohl die Grundfläche unten eigentlich relativ klein ist. Das heißt, wir haben einen großen Spiegel, wir haben hier oben wir haben 1, 2, 3, 4 Schränke oder 4 Ablagen, wo wir es reinlegen können. Ist ja auch ein Fahrzeug für 4 Personen. Jeder hat sein kleines Fach und zusätzlich noch ein Familienfach oder da darf sich jeder selber überlegen, wer aus der Familie das größte Fach in der Nasszelle bekommt. Wenn ihr einen Tipp dafür habt, schreibt das gerne mit in die Kommentare. Ich bin gespannt, wer in eurer Familienaufteilung das Fach bekommen würde. Wie ist es so mit der Beinfreiheit für dich? Ach, ganz gut. Ich habe eben, weil ich falsch drauf saß, die Toilette ein bisschen gedreht. Können wir einmal ganz kurz die Tür zumachen? Ja, ihr könnt jetzt nicht mit reingucken, aber ich habe, wenn ich so ganz gemütlich sitze, habe ich noch gut eine Handbreit Platz vor dem Knie. Das andere Knie ist sowieso groß. Und auch hier komfortabel Arm auflegen. Man kann nicht vom Klo fallen. Alles perfekt. Auch das Waschbecken hier oben, dadurch, dass es eingelassen ist und so ein Eckwaschbecken in diesem großen Schrank, ist das ein relativ großes Waschbecken. Also es gefällt mir auch wirklich gut. Ich finde es insgesamt eine schöne Lösung. Hier ist es jetzt ein bisschen dunkler in dem Fahrzeug, weil der keine Dachhaube oben drin hat. Das liegt aber ganz speziell an diesem einen Fahrzeug, weil wir hier ein Fahrzeug mit Aufstelldach haben. Das heißt, auf dem gesamten Fahrzeug haben wir nochmal ein 2 Meter mal ungefähr 1,40 Doppelbett. Das messen wir nachher nochmal ganz genau. Und dadurch fehlt natürlich die Dachhaube. Für so ein Fahrzeug ist es dann umso wichtiger, dass ihr daran denkt, das Fenster in der Nasszelle mitzubestellen, damit ihr immer ausreichend Luft in der Nasszelle habt. Gerade wenn ihr mit Kindern unterwegs seid, die nutzen ja die Toilette auch so, wie man Toiletten benutzen kann. Und da ist immer gut, wenn man vernünftig lüften kann. Und dazu habt ihr noch einen echten netten Nebeneffekt. Und zwar kann man, wenn man ein Fenster in der Nasszelle hat, den Wasserhahn hier auch wunderbar als Außendusche benutzen. Und ob man das mit meiner Körpergröße gut machen kann oder wie groß man mindestens sein kann, ich finde, dafür gehen wir jetzt mal raus und schauen uns an, ob ich von draußen den Wasserhahn bedienen kann oder ob ich eine zweite Person drin als Hilfe brauche. So, ich bin gespannt. Wir machen mal einen langen Arm. Ach, passt locker. Guck mal, da kommen wir auf jeden Fall schon mal ran. Ja, da ist aber auch Ende. Weiter geht es tatsächlich nicht. Und ich stelle fest, ich habe nicht unbedingt ein Problem mit zu kurzen Armen. Ich habe einen zu hohen Kopf. Ich muss hier so ein kleines Stückchen daneben gehen. Also ich komme wunderbar an. Der Wasserhahn ist hier direkt in der richtigen Höhe. Aber ich muss tatsächlich aufpassen, dass ich mich an dem Fenster nicht stoße. Das ist aber für die meisten Leute kein Problem. Man sollte wahrscheinlich so 10, 15 cm kleiner als ich bin. Das funktioniert noch. Für Kinder ist das nichts zum Alleine nutzen. Aber Erwachsene sollten das hier locker benutzen können. Und jetzt gucke ich mal, ob ich hier auch alles wieder reinbekomme. Ja, das passt auch. Guck mal, das kann ich wirklich mit einer Hand gut bedienen.
kann dann ins Waschbecken, das ist alles gut. Perfekt. Also auf jeden Fall ist die Außendusche perfekt gegeben. Ihr braucht keine zusätzliche Außendusche mit einbauen. Hier darunter, ich mache das mal zu, damit ich mir nicht wehtue. Hier darunter haben wir die Klappe von der Toilette. Die ist noch verschlossen. Aber da gucken wir einmal rein, weil ich euch eine Kleinigkeit zeigen will, die ich ganz praktisch finde von der Lösung. Hier ist ein kleiner Magnet eingearbeitet. Und wenn ihr die Klappe aufmacht, hält die ganz von alleine oben. Ich kenne das nur von ganz vielen Fahrzeugen, wo ich immer mit einer Hand unten drin hänge, mit der anderen oder oft so mit dem Kopf das abstützt, damit man es rausholt. Das gehört alles der Vergangenheit an. Einfach mit einem Magnet oben festmachen. Das Ding drin ist eine ganz normale Tedford Kassettentoilette, die hervorragend funktioniert. Der Wagen, so wie er hier steht, hat eine Truma Gasheizung mit drin. Bei Roadcar habt ihr die freie Auswahl. Ihr könnt es als Gasheizung bekommen mit Elektrounterstützung, das heißt mit 230 Volt Betrieb, wenn ihr auf dem Campingplatz seid. Oder eben auch als Dieselheizung, dass ihr freistehend das Ganze mit Diesel betreibt und nicht mit Gas. Also absolut freie Auswahl, das muss man ja bei den Fahrzeugen immer mit dazu sagen, weil nicht jedes Fahrzeug Dieselheizung mit im Programm hat. Bei Roadcar geht das. Wir gucken jetzt, finde ich, einfach mal hinten rein und schauen uns an, wie der Stauraum in dem Wagen hier aufgeteilt ist und ob das Bett für euch groß genug ist. Damit wir das vernünftig messen können, hole ich mir mal ganz kurz mein Maßband mit dazu. Kleinen Augenblick. So, Maßband und Lasermesser. Schauen wir mal. Einmal haben wir hier Bettbreite am, ja, das ist das Fußende, würde ich sagen. Wir haben 1,48,8, fast 1,50 Meter. Ich will mal kurz die Tür zumachen und gucken, ob das dann immer noch so groß ist. Ja, passt. Also das ist auf jeden Fall ein großes Bett. 1,48, 1,49 hier. Und hier vorne 1,54. Also das ist echt ein breites Bett. Dafür, dass wir einen normalen 6 Meter Kastenwagen haben, finde ich das schon richtig gut. Und dann haben wir hier in der Breite, da genau in der Mitte, 1,95,6, also das ganz normale Querbettenmaß, was man in so einem Fahrzeug braucht. Das wäre ein Bett über 1,50, über 1,95 breit, passt auf jeden Fall. Schlafkomfort absolut gegeben. Ihr habt hier einen Lattenrost. Das geht bis da vorne. Hier ist wahrscheinlich kein Lattenrost. Ne, genau. Hier ist kein Lattenrost, aber da hinten verstecken sich noch Fächer. Da sollten wir auch noch mal kurz einen Blick reinwerfen. Einmal, das ist nur eine Serviceklappe, die ist nicht weiter wichtig. Das ist nur servicefreundlich, wenn ihr mal die Rückleuchten wechseln müsst oder mal eine Birne kaputt ist. Bei vielen Wohnmobilen kommt man da nicht ran. Und hier vorne, da habe ich, das nennt sich Stauraum. Das mal richtig gut. Hier haben wir einen richtig großen, tiefen Stauraum, der echt viel schluckt. Was ich total clever finde, ist, wenn sich Leute Gedanken machen, wo das Bordwerkzeug hinkommt, weil wir den ursprünglichen Platz, wo der Ducato eigentlich sein Bordwerkzeug hat, unter dem Beifahrersitz. Der wird ja in den Wohnmobilen immer von Batterien okkupiert. Und dann haben wir immer das Bordwerkzeug irgendwo rumschwirren. Wenn das so einen festen Platz hat wie hier, ist das sicherlich geschickt. Und in dem Fach hier haben wir nochmal einen Doppelboden. Ach, guck mal, wir gehen noch weiter mit Stauraum. Magst du da noch mal kurz reingucken? Um den Radkasten rum kann man auch noch mal richtig schön alles vollstopfen. Das heißt, hier sollte wirklich Stauraum genug sein. Bei so Fahrzeugen mit Aufstelldach und so viel Stauraum muss man sich eher schon mal Gedanken machen, wie die Gewichtsbilanz insgesamt aussieht. Weil wenn 4 Personen, die vielleicht noch so mein Format haben, auch noch ihr Gepäck und vielleicht Fahrräder und weiß ich was mitnehmen wollen, muss man eben schon gucken, wie das mit den 3,5 Tonnen hinkommt. Deswegen ist der Wagen hier zum Beispiel auch mit Maxi-Chassis bestellt, weil wir so mit dem Maxi-Chassis technisch gesehen einen 4-Tonner haben, der als 3,5 Tonner zwar zugelassen ist, aber der nie ein Problem mit technischer Überladung oder irgendwas haben wird. Und normalerweise passt das bei 6 Metern auch noch ganz gut mit den Gewichten, aber das gucken wir uns gleich in der Sitzgruppe nochmal ganz genau an. So, wenn wir das Bett hier haben, kann man auch bei dem Fahrzeug sich nochmal anschauen, dass das, wie Pössl und Roadcar das in vielen Fahrzeugen machen, ihr das Ganze hier rausnehmen könnt. Das kann man hier wunderbar stapeln und mit den Gurten, die wir eben gesehen haben, nach oben sichern, so dass man hier richtig schöne Durchlademöglichkeiten hat. Aber selbst wenn ich das nicht rausnehme, habe ich echt einen guten Stauraum. So 1,38 von der silbernen Kante an und in der Breite 91,4 cm. Und hier wie immer die 2 Maße. Einmal, ich sag mal, unser Einfahrtstor 69,1
und einmal unterm Lattenrost 75 cm. Also ein großer, normaler, guter Stauraum unter einem riesengroßen Bett. Serienmäßig die beiden Fenster in den Hecktüren. Und jetzt muss ich gleich wirklich nochmal nachschauen. Das Fenster ist, glaube ich, nicht Serie und muss separat bestellt werden. Verrate ich euch aber gleich drin, wenn wir in der Sitzgruppe sitzen. Was ich immer denken muss, wenn wir so einen Kastenwagen haben mit Aufstelldach, mit Markise, dem fehlt eigentlich nur noch irgendein Zelt, was man hinten dran hängt. Das hat so was Tiny Home-mäßiges. Du kommst irgendwo hin, hast einen kleinen Kasten, klappst einmal links raus, klappst einmal oben aus, klappst einmal hinten aus und hast plötzlich eine riesengroße Fläche. Hier haben wir 2,50 Meter Tiefe in der Markise und 3,50 Meter in der Länge. Das heißt 8,75 Quadratmeter Terrassenfläche. Ich rechne mal kurz nach. 3,50 Meter mal 2,50 Meter. Das ist 3,50 Meter mal 2,50 Meter. 8,7 Mathe. Mathe habe ich zwar nach 12 abgegeben, aber irgendwie habe ich das Kopfrechnen wohl nicht verlernt. 8,75 Quadratmeter Terrasse durch nur eine halbe Minute kurbeln. Und das ist einfach das, was das Prinzip des Kastenwagens für mich immer wieder so toll macht, dass ihr zwar alles drin habt im Fahrzeug, aber eigentlich im Idealfall, so wie heute, spielt sich das Leben draußen ab und wir überlegen eher, wie wir uns vor der Sonne verstecken können und nicht, wie es die letzten Wochen waren, dass wir irgendwie nach vereinzelten Sonnenstrahlen suchen und sich sofort alle hinlegen und sagen, oh, ist das schön. Ich bin so ein klassischer Schattenparker und da ist eine Markise einfach wichtig und toll. Was hier halt ist, dass wir beim Kastenwagen mit Aufstelldach nicht die klassischen Markisen oben auf die Kante legen können, wie man das bei allen anderen Fahrzeugen macht, sondern eine Kastenmarkise hinkommt, wie das bei den normalen Fahrzeugen der Fall ist, also bei klassischen Wohnmobilen. Welche da für euch die richtige ist und was wir verbauen, das machen wir dann aber in der Beratung, wenn ihr euren Wunschwagen mit uns zusammen konfiguriert. Aber insgesamt holen wir so halt aus einem 6 Meter Kastenwagen eine wahnsinnig große Fläche raus. Wir haben ein Elternschlafzimmer, wir haben ein Kinderzimmer, wir haben eine große Küche, wir haben eine Nasszelle, wir haben mit dem Schrank unter dem Nasszellentisch noch quasi Kellerraum, wir haben ein Wohn- und Esszimmer für 4 Personen, wir haben eine überdachte Terrasse, wir haben von hinten noch einen Stauraum und wer will, legt sich unter das Auto und hat auch noch einen richtig kühlen Liegeplatz im Sommer. Insgesamt einfach eine coole Lösung. Das, was ihr hier sehen könnt, ist, wir haben den Wagen als 6 Meter Maxi-Chassis bestellt. Ich mache mal kurz die Tür zu. Der Roadcar kommt von Haus aus ja mit 3,3 Tonnen, also als 3,3 Tonnen Light-Chassis. Weil so ein Aufstelldach eben das Fahrzeug schon in die Gewichtsgrenzen bringt, haben wir gesagt, wir nehmen den Wagen als Maxi-Chassis. Das heißt, ihr habt vorne und hinten 16 Zoll Räder, ihr habt die große Bremsanlage, ihr habt die Radlaufverstärkung und all sowas mit dran. Und wenn man irgendwann mal wollen würde, könnte man auch noch andere Felgen und all solche Sachen drauf machen. Das haben wir in ganz vielen Videos schon gezeigt, was es da für Möglichkeiten gibt. So ist es aber ein Fahrzeug, was technisch über jeden Zweifel erhaben ist. Und ich denke, dass die Gewichtsbilanz hier so auch tatsächlich aufgeht. Wir können ja mal gucken, ob auch der Sitzraum drin vernünftig aufgeht und setzen uns jetzt einfach mal in die Sitzgruppe, gucken, ob wir mit Gewichten, Preisen und allem hinkommen und ob das Fahrzeug für euch was ist. Und danach, das verspreche ich euch, lege ich mich nochmal mit euch zusammen oben ins Aufstelldach und gucke, ob der Platz ausreichend ist. Und dann schauen wir mal, ob ich lieber hinten schlafen würde oder ob ich lieber oben schlafen würde. Ja, herzlich willkommen in der wunderbaren Welt der Sitzgruppe des Roadcar 600. Das ist keine große Überraschung. Das ist eine 6 Meter Sitzgruppe. Die passt auf jeden Fall für 4 Personen. Die ist richtig schön großzügig und ich finde, es passt auch mit dem Tisch. Wir haben jetzt hier den Alternativtisch mit drin. Das heißt, das Fahrzeug ist mit dem Zusatzbett vorne bestellt und mit dem Ausschwenktisch. So kann man das eben wunderbar rausdrehen und kann den Tisch, der rastet dann in unterschiedlichen Positionen ein, ganz auch nach vorne drehen. Wenn man den so rausgedreht hat, dann habt ihr hier der normale Tisch hat 83 cm bis hier 1,25 und das Ganze bei einer Breite von ja, so grob 48,5 cm. Mit so einem Tisch kann man aber auf jeden Fall zu viert essen, weil man auch vom Fahrer- und Beifahrersitz hervorragend dran sitzt. Und Platz ist eben auch ausreichend da. Es ist so windig heute, ich muss aufpassen, dass meine Zettel nicht wegfliegen. Wir haben hier, ich nenne das mal unser Nasszellenwand-Referenzmaß, auf Höhe des Tisches haben wir 92 cm und hier oben im Knick haben wir 1,7 Meter. Das sind, glaube ich, wirklich 3-4 cm weniger, als wir in vielen anderen Fahrzeugen haben. Aber es erscheint hier nicht wirklich eng. Das ist eine großzügige, schöne Lösung. Ansonsten fällt das halt, ich glaube, es erscheint vor allem so großzügig, weil der helle Möbelbaum mit den mattweißen Fronten einfach
eine total stimmige, freundliche, auch familientaugliche Lösung ist. Das gefällt mir, da kann man sich auf jeden Fall wohlfühlen und es wirkt so in der Perspektive alles großzügig und schön. Ich habe mir mal ausgedruckt, wie der Wagen hier konfiguriert ist. Bevor wir uns den Gewichten zuwenden, nehmen wir uns vielleicht als erstes mal die Preise. Also, was haben wir stehen? Wir haben einen Roadcar 600 als Basisfahrzeug auf dem Citroën Jumper. Der hat im Grundpreis mit 120 PS, kostet er aktuell oder zum Zeitpunkt der Bestellung dieses Autos 35.500 €, Pi mal Daumen. Jetzt ist der Wagen aber ja nicht nackt. Wir haben den Wagen mit 140 PS, das ist auch die Motorisierung, die ihr auf jeden Fall haben solltet. Wir haben das Maxi-Chassis mit reingenommen, 1.000 € Aufpreis. Außenfarbe haben wir weiß gelassen. Das macht bei Fahrzeugen mit Aufstelldächern, ist das halt wirklich ein wirtschaftlicher Faktor, weil nicht nur die Metallic-Lackierung ihr separat bezahlen müsstet, sondern auch das Aufstelldach ungefähr 1.000 € teurer ist, wenn man eine Metallic-Lackierung unten nimmt. Und das sind dann ja schon 1.600 €, die wir Differenz haben und die sind oft auch gut in der Technik angelegt. Bei Roadcar wird einem das Leben eigentlich sehr einfach gemacht. Es gibt 2 Pakete, die müsst ihr nicht nehmen, aber um die kommt ihr eigentlich nicht drum herum. Das ist das Mega-Chassis-Paket Citroën oder Fiat, je nachdem, was für ein Basisfahrzeug ihr habt. Da ist der große Dieseltank drin, vollwertiges Ersatzrad, Klimaanlage, die Außenspiegel verstellt und beheizbaren, Tempomat, Radiovorbereitung, Airbags, Traction Plus, Lederlenkrad, LED-Tagfahrlicht, eine starke Lichtmaschine sogar. Und, was immer wieder auch wichtig zu erwähnen ist, auch ein 25 Ampere Ladebooster, weil umso moderner die Motoren sind, umso schlechter wird ja die Ladung der Serienlichtmaschine, weil die einfach versuchen, den Verbrauch zu reduzieren. Und je nach Batterietechnik ist ein Ladebooster entweder eine große Verbesserung oder zwingend notwendig. Aber da achten wir bei der Konfiguration mit euch zusammen drauf. In Einzeloptionen kostet das Ganze knapp 4.200 €. Da Roadcar euch überzeugen will, das zu nehmen, kostet das im Paket ungefähr 2.300 € beim Citroën. Damit decken wir eigentlich fast alles ab, was das Basisfahrzeug angeht. Und dann haben wir das Basic-Paket für den Ausbau. Da habt ihr die Trittstufe ist da mit drin, die Fliegengittertür für die Schiebetür, eine größere Dachhaube hier oben, beziehungsweise überhaupt eine Dachhaube im Aufstelldach, aber wenn ihr kein Aufstelldach hättet, eben eine größere Haube. Die Fahrerhausverdunklung, hier gibt es so einen Vorhang, der eingeklipst wird und die Duschausstattung. Wenn man das nicht bestellt, ist eben keine Duscharmatur und solche Dinge mit drin. Das Paket kostet nochmal 1.000 €. Da ist auch quasi rechnerische Ersparnis von 500 € drin. Dazu haben wir den Wagen ausgestattet mit Radio-Rückfahrkamera. Wir haben eine Anhängerkupplung reingebaut. Das Zusatzbett ist hier vorne. Die Frage von vorhin ist beantwortet. Das Ausstellfenster im Heckbereich links ist nicht Serie, sondern ein Zusatzfenster. Das Fenster in der Nasszelle und wir haben auch Isofix hier auf der Sitzbank mit dabei. Und dann haben wir eigentlich nur noch eine Markise dran gemacht. Und wenn man das alles zusammenrechnet, habt ihr unterm Strich ein Fahrzeug, was so wie es hier steht, einen Listenpreis von etwas über 50.000 € hat, also ungefähr 51.500 €. Durchaus ein attraktives Auto. Was mich gerade auch richtig positiv überrascht hat beim Ausdrucken der Gewichtsbilanz, dass sogar die Gewichte ganz gut passen. Wenn ihr den Roadcar 600 nehmt, Masse im fahrbereiten Zustand, also mit einem Fahrer, ein bisschen Wasser, Kraftstoff und all solchen Dingen mit drin, habt ihr ungefähr 2.700 Kilo ohne Extras, ohne Aufstelldach. Und wenn ich das und Markise und Anhängerkupplung, wir haben ja alles, was gut, schwer und teuer ist, hier mit reingebaut, das große Chassis, die Anhängerkupplung, die Markise, dann haben wir am Ende knapp 3.100 Kilo Masse im fahrbereiten Zustand. Jetzt denke ich nochmal mit dazu, wir haben hier 20 oder 30 Liter Frischwasser drin, also 80 Liter Wasser, damit der Tank voll ist, seid ihr bei 3.180. Dann steigt die zweite Person mit ein, seid ihr bei 3.250 ungefähr. Dann steigen 2 Kinder mit ein, rechne ich mal meine Kinder mit rein. Seid ihr ungefähr bei 3.320 Kilo und dann habt ihr immer noch fast 200 Kilo für Gepäck, Fahrräder und das ganze Gerödel, was ihr mitnehmt. Also insgesamt ein Ding, was wirklich familientauglich ist. Und zwar nicht nur vom Gewicht, nicht nur vom Grundriss, sondern auch fürs Portemonnaie. Eine charmante Lösung für die gesamte Familie. Und ob das Bett da oben jetzt genauso charmant ist wie die Sitzgruppe, der Preis, das Gewicht und alles andere, was ich euch bisher gezeigt habe, dafür hüpfen wir jetzt noch mal ganz kurz hoch und messen mal, wie groß das Bett wirklich ist und ob das eine Liegefläche ist, die man für sich so aussuchen würde. Das ist auf jeden Fall ein Bett, was mir gut gefallen würde. In unserer Familie gäbe es hier auf jeden Fall Streit. Ich habe ja für uns auch ein Aufstelldachfahrzeug bestellt. Das heißt, wir werden diesen Sommer das erste Mal so richtig Erfahrung im Aufstelldach mit der ganzen Familie sammeln. Ich bin gespannt, wie oft ich oben schlafen darf.
Ich sag mal so, umso wärmer der Sommer, umso cooler das Bett oben. Weil man jetzt hier oben einfach in der frischen Luft liegt. Du hast einen wunderschönen Blick nach vorne, du hast einen tollen Blick zur Seite. Ist abseits von den Eltern oder den Kindern, je nachdem, wer du gerade bist. Und hier an der Seite ist ja auch nochmal so ein Fliegengitter hinter, wo man auch nochmal richtig frische Luft reinbringt. Von den Maßen, wir nehmen mal hier einmal, wo muss ich hin? Da. Laserfinger kaputt geschossen. 1,31 Meter Matratze. Die gefühlte Breite, so wie man die gefühlte Temperatur misst, haben wir 1,40 Meter. Und das deckt sich auch um. Guck mal, ich liege hier an meiner Seite. Ich will nicht sagen, einer passt noch hin, da passen noch 2 oder 3 hin. Und von der Länge werde ich hier mich mal ganz elegant auf die Seite legen. Na, wo muss ich hin? Da. Haben wir, das kann nicht stimmen, 2,7 Meter. So viel ist es bestimmt nicht. Schläft man im Kopf hier oder da hinten? Also ich schlafe mit dem Kopf auf jeden Fall hier vorne, wegen der Kopffreiheit. Auf der anderen Seite könnte man dann halt die Füße hier noch ein bisschen runterbaumeln lassen, irgendwie so. Ja. Wenn man noch größer ist. Wäre vielleicht auch nicht verkehrt. Es ist auch vom Einsteigen, keine Ahnung, ich lege mich mal gleich andersrum hin. Also meine erste Wahl wäre so rum zu liegen. Chris' Entscheidung, mal gucken. Also ich sag mal so, es geht besser als gedacht und es sieht riesengroß aus von hier. Aber für mich ist es der Einstieg und der Ausstieg wäre einfacher, aber ich fühle mich andersrum wohler. Ich muss hier, ich glaube, sehr elegant. Das ist heute knisterig und laut. Ich würde so rumliegen. Ganz klar, weil hier vorne die Fenster sind, weil hier die Luft ist, weil hier der Kontakt nach unten ist. Ja, das ist der Pössl. Nein, Quatsch, das ist gar kein Pössl. Das ist der Roadcar 600, in dem wir hier sind. Die beiden sind einfach so nah beieinander, dass man immer nicht genau weiß, gerade in den Aufstelldächern, wo man hier drin ist. Der Roadcar 600 auf jeden Fall ein Fahrzeug, was mega günstig vom Einstiegspreis ist, was, glaube ich, vom Grundriss sehr familientauglich ist und ohne Aufstelldach eben auch ein tolles Auto für 2 Personen. Und einfach eine runde, helle, freundliche Sache. Ich hoffe, euch hat der Rundgang ganz gut gefallen. Ich freue mich auf euch in einem der nächsten Videos. Bis bald und alles Gute.